Und von der Friedenskonferenz berichtet für uns Tatjana Ohm. Guten Morgen, Tatjana. Der Krieg in der Ukraine tobt weiter. Es ist viel geredet worden, viel gehofft worden. Aber haben die Teilnehmer jetzt ihre realistischen Erwartungen an einen schnellen Frieden etwas begrenzt? Guten Morgen nach Deutschland. Ich glaube, die Erwartung an einen schnellen Frieden, die hat es in der Form nie gegeben. Ich glaube, die Erwartung vor allem, die die ukrainische Seite gehabt hat, ist ja gewesen, dass möglichst viele Teilnehmer hierher kommen, dass man miteinander spricht. Ich glaube, die ganz große Hoffnung war auch, dass China möglicherweise zumindest vielleicht mit Beobachter- oder Gesandtenstatus teilnehmen würde. Das hat sich nicht erfüllt. Aber es sind an die 60 Staats- und Regierungschefs hier. Es wird gesprochen und es zeichnet sich durch die Äußerungen, die man so mitbekommt, sei es Zelensky oder sei es auch die Gastgeberin, die schweizerische Bundespräsidentin am Herd, doch deutlich ab, dass man das Gefühl hat, man befinde sich auf dem richtigen Weg, dass man einen ersten Schritt gemacht hat und dass man hier jetzt sozusagen die Leitplanken festlegen will, entlang derer dann eben weitere Verhandlungen möglich sind. Präsident Zelensky zum Beispiel hat ja auch gesagt, er geht von einer zweiten Friedenskonferenz aus, auf der man dann eben tatsächlich einen echten Frieden, vor allem einen gerechten Frieden beschließen kann. Ich fürchte allerdings, um hier so ein bisschen ganz klein wenig eigene Meinung reinzubringen, bis es zu einer zweiten Friedenskonferenz kommen wird, die dann eben tatsächlich auch einen echten Friedensschluss bringt, wird es noch jede Menge Zwischenschritte geben müssen, weil zum jetzigen Zeitpunkt ist man davon noch ganz, ganz weit entfernt. Da muss man, glaube ich, auch noch mal ein bisschen genauer auf das schauen, was da aus Russland gesagt wurde und zu welchem Zeitpunkt es gesagt wurde. Die Intention von Putin mit diesen Äußerungen von vor 3 Tagen ist, glaube ich, für viele Beobachter relativ klar gewesen, nämlich hier auf dem Berg hinter mir, ich gehe mal kurz aus dem Weg, dann sehen wir das auch, auf dem Bürgenstock im Ressort, ich will nicht sagen Unruhe zu stiften, aber vielleicht doch der Versuch, die Aufmerksamkeit abzulenken von dem, was da oben passiert, die Aufmerksamkeit auf das russische Narrativ zu lenken. Und da merkt man aber, die da oben sind, auf dem Bürgenstock, lassen sich davon nicht allzu sehr in die Irre führen, weil einfach die Positionen, die da von russischer Seite geäußert wurden, das ist jetzt nichts wirklich Neues gewesen. Neu wäre es wirklich gewesen, wenn man mit einem echten, für die Ukraine umsetzbaren Vorschlag gekommen wäre. Und ein echter, für die Ukraine umsetzbarer Vorschlag kann eigentlich nur der sein, dass die russische Seite die Waffen niederlegt und die Truppen zurückzieht. Auf einen echten, für die Ukraine umsetzbaren Vorschlag warten wir natürlich hoffnungsvoll weiter. Danke dir, Tatjana Ohm, live aus Luzern.